Guten Morgen, ich bin hier in Bonndorf im Kreis Böblingen. Die Haltestelle heißt Bonndorf bei Herrenberg oder heißt es Bohndorf, ich weiß es gerade gar nicht ganz genau. Aber das bedeutet, eine neue Challenge startet genau jetzt. Meine Challenge ist heute, wie weit schaffe ich es, nur mit S-Bahn am Stück zu fahren. Also die längste S-Bahn-Strecke am Stück Deutschlands. Und nach meinen Berechnungen beginnt die genau hier in Bonndorf bei Herrenberg. Es geht jetzt aber erstmal mit dieser S-Bahn in Richtung Karlsruhe-Tuller-Straße. Und natürlich ist die Karlsruher Stadtbahn, S-Bahn eine schwierige Definition, weil sie eben genau das beides ist. Sie ist eine Stadtbahn und sie ist aber auch eine S-Bahn. Die Definition, nach der ich gegangen bin, ist, wie sie kategorisiert sind im DB-Navigator auf bahn.de. Und da ist das, was wir jetzt fahren, eine S-Bahn. Jetzt Leute, die in Stuttgart leben, die denken Herrenberg, da fährt da auch eine S-Bahn hin. Da in die Richtung ist das 10 Kilometer, da endet eine andere S-Bahn. Aber diese S-Bahnen, die berühren sich einfach nicht. Da sind 2 Stationen, da fährt einfach nur ein Regionalexpress. Es gab mal eine Situation, wo diese S-Bahn hier sogar bis Herrenberg gefahren ist. Und dann wäre die längste S-Bahn-Strecke noch viel, viel länger gewesen. Ist sie aber nicht. Deswegen Bonndorf bei Herrenberg ist unser Startpunkt. Aber jetzt steigen wir erstmal ein in unsere S-Bahn. Also dann geht's los mit unserer Reise hier in der S8 erstmal Richtung Karlsruhe. Wir sitzen jetzt in der Bahn 2 Stunden 45 bis nach Karlsruhe Hauptbahnhof. Und von dann aus geht's weiter in Richtung Norden auf der längsten S-Bahn-Strecke Deutschlands. Da seht ihr den Grund, warum diese S-Bahn hier tatsächlich nur alle 2 Stunden nach Bonndorf fährt und nicht stündlich oder halbstündlich, wie man es von der S-Bahn erwarten würde. Das liegt daran, dass es hier eine eingleisige Strecke ist und in dieser anderen Stunde, in dem anderen Takt, fährt eben der RE14, der von Stuttgart aus durchgehend bis nach Freudenstadt fährt. Und das ist der Grund, warum diese S-Bahn eben nur alle 2 Stunden so weit fährt, wie wir sie jetzt heute nehmen. Diese S-Bahn-Linie übernimmt auf der Strecke im Prinzip die Aufgaben von einer Regionalbahn. Die S-Bahn hat jetzt hier in Freudenstadt Hauptbahnhof so rund 10 Minuten Aufenthalt und macht einen Fahrtrichtungswechsel, also macht Kopf, um dann weiter hier hinter mir wieder hochzufahren, dann nach Freudenstadt Stadtbahnhof und dann geht es über eine Steilstrecke hier runter ins Murgtal, um dann weiter über Rastatt in Richtung Karlsruhe zu fahren. Also es ist natürlich jetzt Anfang Dezember hier. Und so fühlt es sich auch an, aber natürlich befinden wir uns hier im Schwarzwald und ich glaube, das wird eine sehr, sehr, sehr schöne Strecke. Jetzt kommen wir dann auch gleich zum höchsten Punkt unserer Gesamtstrecke, nämlich hier in Freudenstadt, Stadtmitte gleich, oder Stadtbahnhof. Das wird der höchste Punkt unserer Strecke sein. Von da an liegt eigentlich alles nur noch tiefer, aber hier sind wir jetzt auch wirklich mitten im Schwarzwald. Und jetzt kommen wir auf die Steilstrecke, die wir jetzt nach unten fahren. Die wurde ganz früher mit Zahnradbetrieb betrieben. Das heißt, hier war eine Zahnstange und spezielle Dampfloks haben die Züge hier hochgezogen, die eben mit Zahnstange fahren konnten oder mit Zahnrad fahren konnten.
Das wurde dann irgendwann abgebaut, aber diese Züge müssen eine Sondergenehmigung für Steilstrecken haben, dass die hier überhaupt fahren können. Nächster Halt, Baiersbronn. Umsteigemöglichkeit zu den Bussen unter anderem in Richtung Nationalparkzentrum Ruhestein. So, damit haben wir es geschafft. Die Steilstrecke ist gefahren, hat ja wunderbar funktioniert. Jetzt sind wir hier im Murgtal angekommen und in Baiersbronn. Und hier in Baiersbronn ist sehr dafür bekannt, wenn man Feinschmecker ist. Also wenn man zum Beispiel sehr gerne in Sterne-Restaurants geht, da gibt es hier mehrere von. Ich glaube nicht, dass es so viele Leute gibt, die mit dem Deutschland-Ticket zum Sterne-Restaurant fahren. Deswegen weiß ich nicht, aber ich habe einfach mal zur Feier des Tages deswegen die Deutschland-Ticket-Variante von Sterne-Restaurant mitgebracht. Nämlich ein Avocado-Brot. Lecker. Ein spannendes Ding, was die hier mit dem Tunnel gemacht haben und der Oberleitung. Als hier die Karlsruher S-Bahn kommen sollte, musste die Strecke elektrifiziert werden. Und damit die Tunnel nicht aufgebohrt werden müssen, um dann da Oberleitung reinzulegen, hat man hier was Besonderes überlegt sich, nämlich hier ist so eine Stromschiene in den Tunneln eingebaut, damit die Geld sparen können bei der Elektrifizierung. Jetzt kommen wir gleich in Karlsruhe Hauptbahnhof an. Dann haben wir laut Plan 10 Minuten Zeit, um in eine andere S-Bahn umzusteigen, die über Heidelberg bis nach Mannheim fährt. Das Besondere, was wir jetzt hier gerade durchfahren, ist eine Systemwechselstelle, nämlich jetzt gerade zeigt sich, dass diese Bahn hier etwas kann, nämlich die Oberleitungsspannung eben mit 15 kV Wechselspannung und 750 Volt Gleichspannung, mit der wir jetzt unterwegs sind. Das ist das Besondere hier an dieser Bahn. Übrigens auch der Grund, warum diese Bahn, hier in der wir gerade sitzen, in meinem Google My Maps, was ich hier unten verlinkt habe, als eine der besonderen Bahnen gilt. So, herzlich willkommen in Karlsruhe. Und dann geht es jetzt rein in den Bahnhof und zur nächsten S-Bahn. Wir haben jetzt haben wir 8 Minuten Zeit, um die zu bekommen. Und das ist die in Richtung Mannheim, Gleis 6, Germersheim über Bruchsal, Heidelberg, Mannheim. Das ist die nächste, die S3.
Da, und jetzt geht sie direkt weiter. Viel Zeit haben wir nicht. Und da ist sie auch schon. Ich glaube, ich gehe mal nach vorne. Da wird es dann weniger voll. Aber scheint okay noch zu sein. Vielleicht nicht zur Türstörung. Wir fahren jetzt hier via Heidelberg nach Mannheim. Und in Mannheim steige ich dann in eine andere S-Bahn um, die dann weiter in Richtung Norden fährt, nämlich bis nach Mainz. Das war jetzt schon eine lange Strecke und ich bin ehrlich gesagt auch ein kleines bisschen froh, dass es in dieser S-Bahn hier eine Toilette gibt. Eigentlich habe ich für die gesamte Strecke nicht damit gerechnet, dass es irgendeine gibt. Aber hier gibt es glücklicherweise eine drin. Das ist positiv zu bewerten für unsere Challenge hier. Bei den Straßenbahnen gab es dann nämlich gar keine. Liebe Fahrgäste, aufgrund der Vorfahrt eines anderen Zuges verzögert sich unsere Weiterfahrt um wenige Minuten. In Mannheim habe ich 14 Minuten Umsteigezeit zur nächsten S-Bahn, die dann Richtung Mainz fährt. Ist am selben Gleis, das ist schon mal gut. Das bedeutet, ein bisschen Verspätung ist drin, viel nicht. Gucken wir doch mal. In Karlsruhe-Durlach gibt es übrigens was Spannendes, wenn ihr Seilbahnen mögt. Da gibt es nämlich die Turmbergbahn. Die ist allerdings nicht im Deutschlandticket integriert. Deswegen müsstet ihr da selber zahlen, aber lohnt sich trotzdem mit einer Seilbahn hoch auf den Turmberg zu fahren. Die war übrigens mal ganz am Anfang auch so eine Wasserballastseilbahn, wurde dann aber relativ bald auf elektrischen Betrieb umgestellt. Die einzige Wasserballastseilbahn, die es noch in Deutschland gibt, die ist in Wiesbaden und da habe ich ein Video drüber gemacht und das könnt ihr jetzt hier oben finden. Vielen Dank für Ihre Reise in der S-Bahn Rhein-Neckar. Also da drüben ist der Urlaubsplatz, wo der gerade steht. Wenn ihr wissen wollt, was für ein Erlebnis ich mit dem Urlaubsplatz schon hatte, dann könnt ihr jetzt hier oben klicken, hier ist ein Video dazu. Es ist kein gutes gewesen. So, jetzt bin ich angekommen hier in Mannheim. Die zweite S-Bahn-Linie sozusagen durch. Die nächste ist eine in Richtung Mainz, die aber, habe ich gerade nachgeschaut, leider Verspätung hat. Und zwar eine Viertelstunde. Das kann zum Problem werden. Und zwar nicht zu einem ganz kleinen, nämlich in Mainz. Später würde ich dann möglicherweise sogar meinen Anschluss verpassen.
Vertrag steht noch drin, dass er noch geht in Mainz Römisches Theater, aber da ist sage ich, ein großes Fragezeichen dran. Hier steht jetzt, dass die S-Bahn S6 nach Mainz fast eine halbe Stunde jetzt Verspätung hat. 25 Minuten. Ehrlich gesagt muss ich sagen, dass damit ist auf der Anschluss nachher sehr wahrscheinlich weg. Und ich werde wahrscheinlich eine halbe Stunde oder sogar vielleicht eine Stunde länger brauchen, aber wahrscheinlich eine halbe Stunde länger brauchen, weil in Mainz muss ich dann noch umsteigen in Richtung Frankfurt. Jetzt, wo wir jetzt noch viel Zeit haben, können wir auch noch mal gerade hier draußen gucken, denn hier fährt ja immerhin die längste einzelne Linie, Straßenbahnlinie, die es gibt in Deutschland, und da sehe ich sie auch schon fahren. Die ist im Prinzip eine Ringlinie, die zwischen Mannheim und Heidelberg fährt und einen sehr großen Ring macht. Also natürlich, wenn man den Ring einmal zählt, ist es die längste Linie, sonst kann man natürlich unendliche Länge haben. Nein, die längste einzelne Linie ist hier diese Linie 5, die hier Mannheim-Heidelberg ist. Und dann haben wir jetzt ja noch das Lebkuchenbähnle oder den Lebkuchen-Express hier gesehen. Das ist auch ganz nett, eine historische Bahn, die hier in Mannheim fährt. Haben wir alles sehen können, deswegen, weil wir eben nicht mit der S-Bahn bis jetzt fahren konnten. Wir gehen jetzt wieder zurück, weg von den Straßenbahnen hier und den kleinen Ausflügen, die man so zwischendurch macht, wieder hin zur S-Bahn, denn wir wollen ja jetzt weiter nach Mainz, denn wir haben noch eine gute Strecke vor uns. Also der Zug, die S-Bahn jetzt, S6, hat immer mehr Verspätung und ja, gucken wir mal, wann hier eine fährt. Wir haben ja keine Chance, wir müssen jetzt mit dieser S-Bahn-Linie fahren. Es gibt keine Alternativ-S-Bahn-Linie, sondern die einzige, die sozusagen hier Mannheim mit dem Richtung Norden verbindet, ist diese eine Linie, und das ist auch der einzige Anschluss an das nächste größere S-Bahn-Netz. Das nämlich um Frankfurt herum. Und das heißt, wir müssen mit der jetzt fahren, komme was wolle. Es gäbe natürlich andere Möglichkeiten, hier mit Regionalexpressen, ganz anderen Zügen dahin zu kommen. Aber nein, wir sind ja in der längsten S-Bahn-Strecke und die geht nur, wenn wir S-Bahn fahren. Der Besitzer des blauen Rucksacks im Untergeschoss des Bahnhofsgebäudes wird zu seinem Gepäck gelegt. Jetzt suchen die hier nach jemandem, dem blauen Rucksack gehört. Naja, hoffentlich müssen wir jetzt hier nicht räumen. Also die nächste jetzt ist dann tatsächlich die S-Bahn. Was da der Grund ist, mal gucken, was wir gleich durchsagen. Aber diese Verspätung verzögert alles um ungefähr eine halbe Stunde. Das ist zumindest die aktuelle Prognose. Das ist jetzt was Besonderes, habe ich nicht mit gerechnet, dass der jetzt hier natürlich vorbeikommt. Aber wir haben nur noch eine Woche, dass diese Züge hier fahren. Das ist der Eurocity, der fährt jetzt nachher dann auch noch durchs Rheintal über Koblenz hoch Richtung Dortmund, und einer fährt auch weiter Richtung Hamburg. Aber diese lokbespannten Schweizer Eurocities, die gibt es jetzt nur noch bis zum, jetzt wo ich das Video drehe, bis zum kommenden Sonntag. Wenn ihr es seht, dieses Video, dann gibt es dies nicht mehr. Das ist weg dann. Ja, die gibt es nicht mehr. Die sind abgeschafft. Also da kommt jetzt auch meine S-Bahn. Ich muss jetzt leider. Guck, da habe ich jetzt getrainspottet und verpasse ich tatsächlich noch die mega verspätete S-Bahn. Muss ich wieder zurück. Da fährt er ab. Schweizer Bordrestaurant. Aber wir wollen die S-Bahn nach Mainz, die jetzt fährt und da ankommt. Hier müssen wir jetzt wirklich gucken, wie die Verbindung funktioniert. Jetzt sind 5 Stunden rum, seit wir losgefahren sind, und nur
kleine Information. Also wir haben ungefähr eine halbe Stunde jetzt Verspätung in Mainz Römisches Theater, so nach der aktuellen Prognose, aber sozusagen die S-Bahn eine halbe Stunde später klar. Das heißt, jetzt gucken wir mal, wie wir hier durchkommen. Natürlich als verspäteter Zug sieht das immer schwierig aus, aber ich hoffe mal, dass es dann nur eine halbe Stunde später wird. Liebe Fahrgäste, aufgrund der Vorfahrt eines anderen Zuges verzögert sich unsere Weiterfahrt um wenige Minuten. Auf die nächste S-Bahn haben wir so ungefähr 10 Minuten. Mal sehen. Da dürfte es jetzt gerade weitergehen, aber es waren jetzt so vielleicht 3 Minuten oder so. Dürfte noch passen. Mainz Römisches Theater ist die nächste Station. Da muss ich aussteigen und umsteigen in die nächste S-Bahn, die S8. Und das wäre dann schon die zweite S8 für heute. Übergang zur S-Bahn, nämlich hier ist der Anschluss zwischen der S-Bahn Rhein-Neckar zur S-Bahn Rhein-Main. S8 nach Offenbach Ost über Frankfurt Hauptbahnhof, Abfahrt 16:04 Uhr von Gleis 3. Genau. RB 75 Die gerade angesagte ist unsere, die nehmen wir. Gleis 3. Wahrscheinlich gehen sie alle dahin, weil sie nach Frankfurt wollen. Oder Frankfurt am Main Hauptbahnhof über Frankfurt am Main Flughafen Regionalbahnhof, Abfahrt 16:14 Uhr von Gleis 3. Ja, der Bahnhof heißt ja schon nach dem, was man hier auch sehen kann, nämlich das Römische Theater oder die Ruinen des Römischen Theaters, die hier wirklich direkt neben der Bahnstrecke sind und neben dem Bahnhof sind. Genau. Unsere nächste S-Bahn ist die S8 und zwar in Richtung Offenbach Ost. Wir nehmen die bis Frankfurt-Main Hauptbahnhof und dort nehmen wir dann noch eine weitere S-Bahn. Also das heißt, von jetzt an noch 2 S-Bahnen und wir sind richtig gut lang schon unterwegs. So, Frankfurt-Main Hauptbahnhof. Jetzt ist noch umsteigen. S6 in Richtung Friedberg. Das ist die letzte S-Bahn für heute. Friedberg ganz in den Norden des Frankfurter Netzes. Was ihr sicher bemerkt habt, ist wieder das gleiche Problem, was natürlich durch die große Verspätung jetzt entstanden ist. Dass es jetzt halt schon dunkel ist.
Und jetzt in der letzten S-Bahn-Fahrt wir im Prinzip von draußen nichts mehr sehen. Also wir fahren jetzt sozusagen wieder aus Frankfurt raus und fahren bis nach Friedberg. Das Problem hier ist, die S6 fährt bis nach die jetzt kommt, die fährt nach Bad Vilbel. Und wir müssen natürlich eine nehmen, die bis zu der gesamten Endhaltestelle fährt, was nicht Bad Vilbel ist, sondern weiter, nämlich Friedberg. Dort endet dann die längste S-Bahn-Strecke Deutschlands. Also ich habe natürlich geschaut hier in Frankfurt, welches das beste Ende ist. Und nach dem, was ich jetzt hier recherchiert habe, ist Friedberg tatsächlich sozusagen das beste Ende. Es gibt natürlich viele verschiedene andere Möglichkeiten, die man noch in Betracht ziehen kann. Aber das, was ich jetzt so an reinen Kilometern rausgefunden habe, ist Friedberg die längste Verbindung seit heute Morgen Bonndorf bei Herrenberg. Die Wahrheit ist, dass es jetzt in wenigen Minuten eigentlich, wenn die normale Zeit gewesen wäre, wären es so um die 7 Stunden gewesen, die wir nur am Stück S-Bahn fahren können. Jetzt werden es ein bisschen mehr werden, weil wir ja eben erst jetzt gleich losfahren hier in Frankfurt Hauptbahnhof, um dann eben mit der S-Bahn bis nach Friedberg zu fahren. Aber die Zeit, wenn alles glatt geht, sind so um die 7 Stunden herum. Aber wir werden herausfinden, unter Realbedingungen, wie es läuft. Und die Realbedingungen sind leider große Verspätung. So, letzte S-Bahn. So, und das ist jetzt die S6 nach Friedberg und das ist die letzte S-Bahn für heute. Danach geht es nicht mehr weiter mit S-Bahn, aber ich habe das Gefühl, dass wir heute auch eine ziemlich lange S-Bahn-Strecke gefahren sind, nämlich die längste in ganz Deutschland. Wenn ihr der Meinung seid, dass es ein bisschen anders noch eine bessere Strecke gäbe und ihr dafür gute Argumente habt, dann rein in die Kommentare. Natürlich gibt es also kann man natürlich auch über andere Orte nachdenken und natürlich ist das Ruhrgebiet auch ein Ort, an dem man da sich Gedanken macht, aber tatsächlich ist es so, dass die Strecke, die ich jetzt gefahren bin, die längere ist. Aber ich kann euch sagen, vor einer halben Stunde wäre das hier auch noch weniger dunkel gewesen. Das kann ich euch versprechen. Das heißt, man würde mehr sehen. Aber das scheint das Schicksal dieser Videos zu sein, wenn ich sie so wie jetzt eben im Winter drehe. So, gleich haben wir es geschafft. Gleich sind wir in Friedberg angekommen. Und das bedeutet, dass wir die längste S-Bahn-Strecke Deutschlands, die man am Stück fahren kann, damit geschafft haben, seit heute Morgen um 10 in Bonndorf bei Herrenberg. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie es euch gefallen hat und welche Strecke euch dabei am besten gefallen hat. Das würde mich sehr interessieren. Ich habe eine, verrate ich euch gleich, welcher Teil mir am besten gefallen hat. Aber genau, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also da ist sie so langsam eingefahren, dass sie die 7 Stunden 40 Minuten noch geknackt hat. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr hier abonnieren würdet, ein Like da lassen würdet. Ich habe euch auch noch 2 Videos hier neben mir zusammengestellt, die ihr euch gucken könnt. Natürlich ist es da die längste zusammenhängende U-Bahn, Stadtbahn, Straßenbahnstrecke
Die könnte euch auf jeden Fall auch gefallen, wenn euch dieses Video hier gefallen hat. Die findet ihr hier neben mir. Und natürlich auch eine Playlist mit allen Deutschland-Ticket-Challenges, die ich bis jetzt schon gemacht habe. Schaut einfach mal rein, das könnte euch gefallen. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann gibt es die Kanalmitgliedschaften. Da würde ich mich auch freuen, wenn ihr eine abschließen würdet, denn diese Videos zu machen kostet Geld und aktuell zahle ich vor allem drauf, wenn ich diese Videos mache. Das heißt, wenn ihr wollt, dass es diese Videos weitergibt, dass es solche Art von Videos weitergibt, schließt doch einfach eine Kanalmitgliedschaft ab und unterstützt mich damit. Ich würde mich sehr freuen und ich sage jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal.